Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Trades from Zero. Wir sind mal wieder im riesengroßen Crossbell, diesmal allerdings in anderer Besetzung als noch ein paar Folgen zuvor. Ich glaube, den Intermission-Abschnitt, den haben wir in der letzten Folge abgeschlossen, oder? Könnte auch der vorletzte gewesen sein. Auf jeden Fall sind wir jetzt nicht nur mit unserer Vierer-Standardtruppe unterwegs, sondern haben Noel, hieß sie so? Unseren Support-Member? Nael, irgendwas mit 4 Buchstaben und EL am Ende und N am Anfang, keine Ahnung. Ist jetzt auf jeden Fall Teil unseres Teams. Ich habe jetzt schon länger kein Trades mehr aufgenommen, daher bitte ich zu entschuldigen, dass ich schon wieder ein paar Namensunsicherheiten mitbringe. Aber wir werden uns schnell wieder reinfuchsen. Nur erstmal gucken, was wir hier in Chapter 4 so in Crossbell vorfinden werden. That service desk lady is so kind. If you bring her a broken orbital light or something, she fixes it right on the spot. I'm impressed. Who knew Crossbell had someone that amazing living here? Yeah, I love orbital gadgets, but haven't the foggiest idea about how they're constructed. Das könnte voll ich sein. Ich habe auch keine Ahnung von Technik, aber mag einige technische Erzeugnisse sehr gerne. Und ich hoffe, dieses Lob erreicht die Dame hier vorne auch, weil das wäre ansonsten ziemlich traurig, so sehr wie sie hier schwärmt. One day asked if she could work the customer service desk outside regular support hours. Now that I think about it, it is. Thanks to her, we've backed so many regulars. Maybe I'll think about it. Wendy asked if she could work. Ich hoffe, das macht sich auch in ihrem Gehalt bemerkbar, dass sie hier so ein Kundenmagnet ist und so einen tollen Job macht. Aber sie scheint immer sehr fröhlich, aber das muss auch nichts heißen. My dad had to go on another business trip. Ah, man, it was really convenient having him around to look after Pansy. Pansy und Wendy. Diese Connection ist mir auch wieder entglitten. Gut, dass sie es anspricht. My dad had to go on another business trip. Pansy und Wendy. Reimt sich nicht so ganz, aber vielleicht kriege ich ja trotzdem irgendwie mir das irgendwie hinzumerken. Ich glaube, die Dreier sind zum ersten Mal im Sortiment. Ich glaube, die hat geupgradet. Ja, hat sie. Und oh no, mir fehlen Seppet. Ja, oh, welche Überraschung. Und ich dachte, ich wäre noch reich. Ich wollte die eigentlich eventuell noch weiter umtauschen, um meinen Mira-Haushalt aufzufrischen. Aber da sind sie wieder, die alten Trades-Zustände, wie ich sie auch aus anderen Spielen kenne. Okay, wir haben definitiv Bedarf. Aber wir sind auch schon lange nicht mehr zum Kämpfen rausgeschickt worden. Also so viele Möglichkeiten hatte ich zuletzt jetzt nicht, hier irgendwas zu tun. Ich hoffe, das wird sich bald ändern. Warum steht hier ihr Name nicht? Warum stehen die Namen hier nicht? Kann ich das irgendwo... Warte mal. Ich will erst mal bei den Questions gucken, ob da irgendwas Neues ist. Nein. Müsste ich das nicht eigentlich hier übers... Ja, guck mal hier. Noel, sage ich doch. Noel, woher ist der Name Nael? Der ist mir irgendwie auch im Gedächtnis aus irgendeinem Spiel, was gar nicht so lange her ist, seit ich es gespielt habe. Aber du bist Noel. Es tut mir sehr leid. Aber ich glaube, das war mein erster Impuls. Muss ich nochmal in der Nachbearbeitung gucken. Talk. I told my dad I was tired of him coming to spy on me at work, but then he left looking like he was about to cry. I didn't do anything wrong, so why do I have to feel so guilty? I told my dad I was tired. Irgendwie kommt mir dieses Gefühl bekannt vor. Ich glaube, das wirst du nicht gelöst kriegen, ohne entweder Gespräche mit ihm zu führen oder Gespräche mit einem Psychodoc zu führen. Ansonsten weiß ich nicht. Schuldgefühle im Zusammenhang mit Eltern oder nahestehenden Menschen ist ein kompliziertes Thema und geht wahrscheinlich nicht ohne weiteres weg. Und das wird irgendwo seinen Ursprung haben, den man ergründen muss, um der Lage Herr zu werden. Das klang gerade übelst theatralisch und war gar nicht so geplant. Punkt. I'd kill to get my hands on an orbital camera right now. Why? To take pictures of trains, of course. Come on, folk like myself simply don't have the funds to buy one.
Was kostet das denn? I even applied to become a cameraman at the Crossbell News Service once. Obviously, they had no interest in someone who only wanted to take shots of railways. Ja, weiß ich nicht. Also, was hast denn du in die Bewerbung reingeschrieben? Dann hättest du dich vielleicht auch ein bisschen klüger anstellen sollen, aber keine Ahnung, was deren Anforderungen sind. The anniversary festival has already come and gone in Crossbell, but as far as I'm concerned, now is the perfect time for us to build our business. You there, don't you think so too? Ich kenne euch gar nicht. Ich weiß gar nicht, von welchem Business ihr sprecht. Ich bin kein Wirtschaftsberater. Aber ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück, was auch immer da kommen mag. You're right, boss. Let's go appraise the merchandise right away. Mich hätte noch interessiert, in welchem Gewerbe die sich jetzt verselbstständigen wollen, aber das erfahren wir scheinbar nicht. I received my packages fairly early today, amazingly enough. Alright, time to transport these bad boys. I received my packages. Welche Bad Boys? Von welchen Packages spricht er? Wie die ja alle von ihrem Business quatschen, aber uns keiner im Detail sagt, was er oder sie eigentlich macht. Wobei, warte mal. Eventuell gehe ich gleich nochmal runter, denn ich will nur erstmal gucken, ob hier noch was ist, denn ich darf nicht vergessen, dass diese Übergangsbereiche zu den Highways, dass die manchmal auch noch NPCs und Orte mitbringen, so wie hier. Hier ist nämlich, glaube ich, der Airport. Ich will nur erstmal gucken, ob hier noch jemand steht. Beim letzten Mal haben wir hier noch Leute angetroffen. Ups, ich wollte nicht raus. Ich konnte nur nicht einschätzen, wo die Grenze hier verläuft. Hier war, glaube ich, noch nie so tote Hose auf dem Platz. Ich wette, dafür wird es hier richtig voll sein. We don't have any business at the airport. Das hätte ich jetzt fast nicht erwartet. Aber gut, spart uns natürlich Zeit. Man könnte jetzt ganz zynisch behaupten, hatte Falcom etwa keinen Bock, Texte zu verfassen? Diese faulen Leute. Nein. Dass das nicht der Wahrheit entspricht, das dürfte uns allen bekannt sein. Insofern alles gut. Okay, dann lasst uns mal gucken. Gentin, da sind wir schon gewesen. Dann ziehe ich mal weiter, in der Hoffnung, dass ich hier beim Central Square beim letzten Mal auch alles mitgenommen habe. Du bist Renault. Damn those Rivage goons. They drove into town with an Orbit transport truck yesterday. Ja? And do you know what happened next? They took over the marketplace and demanded we pay them protection money. Aus welchem Spiel kenne ich das? Oh, das war irgendwo auch mal ein richtig dickes Thema. Luckily the Braces managed to drive them away, but I'm still fuming from it all. Verstehe ich komplett, Renault. Mich würde das auch aufregen. How barbaric does Rivage have to be to think they could just prance in here and step all over everything we've cultivated for generations? What a bunch of utter fools. Ich bin voll bei dir, ey. Genau so werde ich auch enden. Also so bin ich eigentlich jetzt schon, aber so werde ich bis im hohen Alter auch sein. Wenn ich irgendwo Ungerechtigkeiten sehe, dann regt mich das auch auf. Auch wenn das überhaupt nichts bringt, das ist mir schon bewusst. Und das weiß wahrscheinlich auch ein Renault, aber trotzdem. Market conditions should be improving in about a year's time, according to the Crossbell Times. If the markets were to improve, then my husband's salary would also improve. And that means I'll be able to buy some expensive brand name clothes. Okay. I'm excited over the thought of my husband's paychecks fattening up a bit. Once that happens, I'll be able to splurge on some expensive brand name clothes. Ich bin immer gedanklich so schnell dabei, die Nase zu rüffeln, weil ich mir denke, wie oberflächlich ist das? Auf der anderen Seite denke ich mir, ich bin ja auch nicht viel besser. Weil immer, wenn ich Kohle über habe, pumpe ich alles in Videospiele und freue mich auch wie ein Schnitzel drüber. Also bin ich eigentlich nicht anders als sie und soll dahingehend mal ganz leise sein. Hey, why? Listen to this. I saw this huge doggy earlier today. It had white fur and it was this big. Sie spricht von Zeit. Oh yeah, that's great. Boy keeps spacing out. He's not even listening to me at all. Ich weiß nicht, vielleicht täuscht das, aber ich finde, er ist immer so ein bisschen gemein zu seiner kleinen Schwester. You know, I actually had a part-time job during the anniversary festival. Ach so, ja, okay, wenn er vielleicht überarbeitet ist und maximal gestresst, dann kann ich es ihm auch nicht verübeln. Maybe I should have stuck with it.
I've been a little bored these days, so having a job might not be so bad. Something to do, at least. Ja, und da verstehe ich wieder nicht, warum er sich nicht mit der Kleinen befasst. But like, would I be doing it because I want to, or just because I feel like I have to? I don't know. Okay, ich glaube, der Roy, der ist auf jeden Fall noch massiv auf dem Weg seiner Selbstfindung. Aber keine Ahnung, wissen wir, wie alt er ist? Ist vielleicht auch am Ende des Tages gar nicht so verwunderlich. Ey, warte mal. Ich halte gerade meine eigene Reihenfolge nicht ein. Kann das sein? Es hat sich gereimt. Denn ich will ja immer erstmal mit den Leuten draußen sprechen, bevor wir die Häuser gleich stürmen. Ich weiß nicht, wie ich das die letzten Male gemacht habe, aber ich glaube so. Okay, so. Eventuell lohnt es sich jetzt hier nochmal zu gucken, wegen möglichen Upgrades, auch wenn ich finanziell nicht allzu gut bestückt bin. You guys hear about those guys in black suits trying to take over the area the other week? They were trying to get us to pay them protection money. They said if we didn't pay up, there would be consequences. So they were members of Crossbell's Mafia? I'd heard rumors, but dang, they were even scarier than I expected in person. I'd heard about how there's a mafia in Crossbell, but I didn't expect I'd come face to face with them. It was terrifying. Ich fühle die Leute komplett. Mir wäre auch nicht wohl dabei. Vor allen Dingen, wenn die sich benehmen wie die Axt im Walde. Aber das mit dieser Schutzgebühr, mit diesem Schutzgeld, das ist ja mal richtig link. I can't believe Dins got attacked yesterday. He even got sent to the hospital. Wirklich? I'm so mad. But I'm not exactly in a position where I can do something about it. Aber vielleicht wir. If I had a bit more muscle on these arms, they'd be getting paid a visit by the CEO of Knuckles Sandwiches. Gott, wie süß. Oh Mann, ey. Ich will euer verlängerter Arm sein. Können wir die nicht aufmischen? Aber das wird wahrscheinlich Teil unserer Hauptaufgabe jetzt sein. Es wird noch ein bisschen dauern, bis wir da weitermachen, aber ich glaube, da wird es ordentlich Konfrontation geben. Man, screw Revenge. Those jackasses are way too violent. Rough me up all you want, but I won't let you off easy if you cause problems for my customers. I'm not going to let those jackasses over in Revenge get off the hook so easily. Ja, verbrenn dir da lieber nicht die Finger, ey. Am Ende riskierst du noch dein Leben, wenn du dich mit den Falschen anlegst. Überlass das mal lieber uns, wir kümmern uns. I heard that Arios McLean is heading out on a long business trip. Eigentlich so wie immer, oder? I'm a little worried that criminals might get a big head with him gone. I wish he'd stay in Crossbell as much as possible. I heard that Arios McLean business trip gone possible. Okay. Ja, weiß ich nicht. Also, ich verstehe das. Ich verstehe das komplett. Also bei den Bracern müsste jetzt eigentlich eine Menge an Arbeit auch eingehen, oder? So wie die jetzt hier die Leute terrorisieren. I swear, if those ruffians from Revenge show their faces around here, some Calvadian mafia has been creeping their way into Crossbell lately. And you know what? I kinda like them better than Revenge. Well, I suppose there isn't anything good about either of them. At the end of the day, a mafia's still a mafia. Anyway, what's with all the dangerous stuff happening around here lately? You guys better watch each other's backs out in the street. You got it? Ja, das sowieso. Soll mal jemand um die Ecke kommen? Ich brauche Seppet, also ich gehe gerade gar keinem Kampf aus dem Weg. Ganz im Gegenteil. Ich hätte mal wieder Bock auf so einen richtig neuen, freshen, ausgiebigen Dungeon. Mit Kisten, neuen Gegnern und allem drum und dran. Das wäre geil. Aber das wird noch ein bisschen dauern, glaube ich. So, you gods, oder oi gods, got Sunday school over at the cathedral today. I get worried when I leave him home alone, so I warmly welcome the help. Oi gods, got Sunday school. Ey, dann, der kennt ja jetzt auch, der lernt ja jetzt gerade auch Kia kennen. Die ist ja jetzt auch part of the Sunday school. Ich hoffe, sie versteht sich damit ein, aber eigentlich mache ich mir wenig Sorgen. Oh, guck mal, sie kommentiert das. Hi. Hi, Noel. Schön, dass du auch bei uns bist. Oh, what's this doing out? Is something wrong, Noel? Oh no, it's nothing. I just noticed that Fran's got her stuffed animal out here. Ach so, stimmt, das ist ihre Family. Oh Mann, ey, ich vergesse das immer. I'm pretty sure she named it Ban Ban or something. Either way, she adores the little thing. That's right, Fran told us something like that before, didn't she? How very much like Fran to name and love a stuffed animal as if it were her own child. Truth be told, I also own a stuffed animal. Aha.
But that's way too embarrassing to just fess up to. Ich habe gerade Fress gesagt, da stand Fess. Oh Mann. I get the sense that Noel is holding something back. Curious. Ja, Theo und ihre Menschenkenntnis, ne? Der kannst du auch nichts vormachen. Friend's favorite stuffed animal sits here. Its name is Ben the Bear. Sehr gut. Ich finde das Teil trotzdem ultra creepy, aber ich freue mich, dass es das gibt, wenn es die Kleine glücklich macht. Oh, if it isn't Noel. Hey, Mom. Everything alright between you two? I was picturing a bit more of a heartfelt mother-daughter reunion here. Oh, well, yeah, we're fine. It's just we see each other so often, there's no need to really bust out the waterworks every time. You all seem like a very tight-knit family. I'm sure that must make you happy, Mrs. Seeker. Hehe, I suppose you could say that. Now, Noel, you really need to keep in contact more regularly, do you hear me? Not a moment goes by that Fran and I don't worry about you. You know how much we love you, right? Okay, I get it, Mom. No need to embarrass me in front of everyone else. Suspicions confirmed. As strong-willed as she is, not even Noel is immune to a bit of familial coddling. So rum. No, Seeker, you had better start contacting me more often, am I understood? You don't have to keep repeating it, Mom. I already understood you the first time. Sheesh. So sind Mütter halt. Meine ist auch so. Ich kann mich gestern erst gemeldet haben, am nächsten Tag ruft sie mich manchmal an und beschwert sich, dass ich mich zu wenig melde. Also manchmal ist das komisch, aber irgendwie auch schön. Also man muss sich halt immer wieder vor Augen führen. Egal wie genervt man ist. Ich glaube, jeder von uns, der solche Anrufe noch bekommt, der kann sich sehr glücklich schätzen. Und ich bin froh, dass ich meine Eltern noch habe, denn das kann nicht jeder von sich behaupten. Und egal wie nervig das manchmal auch ist, ich finde, das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Oh, fantastic. The anniversary festival photos I made to my family have finally reached them. My children called me up to give me a giant thank you. Nice. Oh, das snifft er direkt. I haven't talked to them in such a long time. I can't help but feel terribly homesick just hearing their little voices. No, I have to snap out of it. Now's not the time to feel that way. I'll just have to bear the fact that I'm working away from home. No, I have to snap out of it from home. Okay. Aber schön, dass wir ihn auch mal ein bisschen sentimental erleben. Der war ja sonst immer so relativ neutral, businesslike. So habe ich den zumindest in Erinnerung. So, kurz Nase kratzen und dann ab zu den Bracern. Mal gucken. Hier ist immer spannend bei denen. There are a large number of requests posted for bracers. Das überrascht mich wenig. The bracers shift schedule is posted. So. Arios ist in Erebonia unterwegs. Okay. Dann ist er ja wirklich nicht gleich um die Ecke. Und die anderen? Ich weiß gar nicht, wie habe ich das denn in den letzten Chaptern gemacht? Da habe ich nur den Rundgang in Crossbear City, glaube ich, gemacht, ne? Und anhand meiner Liste geguckt, wo ich eventuell noch was Verpassbares außerhalb habe. Das würde aber bedeuten, dass ich außer Wenzel und Scott die anderen dann nicht anspreche. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie viele Kapitel das Spiel noch hat, aber anhand meiner Liste, glaube ich, waren das 5. Das heißt, das hier wäre eventuell das vorletzte, aber alle Angaben ohne Gewähr. Ich weiß nicht, ob der große Rundgang dann nochmal Sinn ergibt. Aber ich könnte natürlich auch gezielt nach denen hier suchen. Das hattet ihr mir relativ früh im Let's Play ja auch nahegelegt, ne? Nach den in Anführungsstrichen wichtigen Leuten einfach Ausschau halten und mit denen nochmal quatschen. Vielleicht mache ich das, wenn ich mir das gemerkt kriege. Keine Ahnung. Well, if it isn't the kiddos from the SSS, been a while since I've seen you, dears. I'm sorry to say that we still don't have any new intel on Kia, unfortunately. Not even the guild's powerful network of information was able to produce results. Right, I figured we'd have found at least a morsel of info by now, but all I've gotten is total silence. Well, it may be just as well. Kia's fitting in just fine with us at the SSS. I'd rather we put our energy into giving her a chance to live a normal life than to pry into her past. True, I suppose that's an option too. Either way, we still keep our ears to the ground just in case anything comes up. And be sure to let us know if you happen to find any new info yourselves.
We will. Thank you again for all your help. Arios went out on a little trip to the Empire last week. He's got some heavy work to deal with, but I think he'll be back soon. Oh yeah? Something big go down? Nothing that major, just a little dispute between the army and one of the branches still operating over there. Entschuldigung. Ich bin gespannt, ob diese Situation, also dieser Besuch, der hier gerade besprochen wird, ob wir den in Cold Steel in irgendeiner Art mitbekommen haben, denn da gab es ja die eine oder andere Überschneidung. Arios is the only bracer available with enough authority to handle the issue. There was another bracer out in Liberl, perfect for handling issues like this, but he recently quit to go back to his old job. Wer denn? Wer denn? Boah, ich wette, den kennen wir. Bitte teilt mir mit, wenn ihr wisst, um wen es sich handelt. Well, it sounds like you've got your own set of problems. You've got that right, honey. You end up dealing with these kinds of problems more often as you move up the ranks. The real troublesome part is that we're in a rocky relationship with the Imperial government. I've gotta say, us bracers really do have it lucky here in Crossbell. We've been blessed with the support of the government and citizenry. The real troublesome part. Oh, irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Ich weiß nicht, ob das jetzt um Arios oder um die Bracer generell ging, aber ich wollte jetzt ihn nicht unterbrechen und jetzt ist mein Gedanke futsch, ne? Super. Na gut, aber vielleicht kommt es wieder, wenn es wichtig war. Nervt mich, weil das jetzt irgendwas Längeres war, aber na gut, kommen wir schneller voran, ist auch nicht verkehrt. Fisherman's Guild Crossbell Branch, hello, hello. Check Rank. Da haben wir, glaube ich, in letzter Zeit zu wenig getan. Ist das hier genau irgendwas Neues passiert? Big news, Lloyd! This morning Joachim fought hard and managed to catch the biggest, most impressive noble carp I've ever seen. His achievement has earned him the rank of Master Fisher. He sure caught up to me quick, eh? It seems the doctor has been up to his usual habits. I have to let Cecile know later. Tja, wenn wir denn da hingehen, das weißt du noch nicht, Lloyd. Joachim has been promoted to Master Fisher. I think I might have to start calling him Master Joachim from now on, eh? Ey, da will ich auch irgendwann mal hin. Aber ich muss noch an neue Orte, um neue Fische zu fangen. Wobei, vielleicht kann ich das schon. Keine Ahnung. Ich wollte erst gegen Ende des Spiels mal gucken, welche Fische mir fehlen. Und wo ich die finde. Aber zum jetzigen Zeitpunkt, weiß ich nicht, sagt nur mein Bauchgefühl, dass ich definitiv noch nicht alle fangen kann. Da werden ja wohl hoffentlich noch neue Orte mit neuen Angelspots kommen. So, dann ist hier aber auch erstmal alles erledigt. Hier in dem Haus fühle ich mich irgendwie immer wohl. Ich weiß nicht warum. Ich mag das ja auch mit dieser Konstruktion und wie das hier so überdacht ist mit diesem dunklen Holz, auch die Wände und so. Ich finde dieses Haus irgendwie schön und die Leute hier mag ich auch. Look at my husband. He can't tear his eyes away from that newspaper, can he? No matter the year, he always gets like this when the diet is in session. If you don't want to be forced into listening to a constant barrage of political complaints, it's best not to get too close to him. Und genau das werden wir jetzt aber tun. Ich bin auf alles vorbereitet, danke für die Vorwarnung. My husband always gets like this every single year, just like clockwork. If you don't want to be forced into listening, das kennen wir schon. Okay, na dann bin ich ja mal gespannt, was er uns Jungspunden jetzt hier erzählen will. To no one's surprise, the diet meeting has been delayed yet again. The longer they delay it, the longer it will take for the budget to get enforced. So this is how those stubborn fools want to play, is it? At this rate, the repercussions of their bickering will fall on the citizens' backs. Right, I figured Speaker Hartman wouldn't be willing to bend. Die haben Hartman falsch geschrieben. Der wurde sonst immer mit 2 N geschrieben, oder? In that case, I presume the diet's going to drag on even longer. Right, I figured Speaker Hartman wouldn't be willing. Irgendwie sind die beiden hier ein lustiges Paar. Ich habe das Gefühl, dass die alte Dame immer so voll ruhig, freundlich, mit sich selbst im Einklang und ausgeglichen ist. Und er da oben immer voll der Macher, der alles beobachtet und irgendwie mehrere Dinger gleichzeitig dreht und die ergänzen sich wahrscheinlich deshalb auch ganz gut. So, okay, dann ist das hier das letzte Gebäude.
Und auch das Schönste, ich mag diesen Ort hier irgendwie sehr. Ich würde mich auch super wohlfühlen, weil das ja alles so, weiß ich nicht, so großräumig ist. Die Tische sind nicht so eng beieinander. Ich glaube, hier kann man ganz gut chillen. They've been increasing the number of round trips us truck drivers need to do per day. I make 4 whole trips to the Republic daily. Even with a truck, it's still a huge pain. Well, I did get a raise, so I can't complain too much, I guess. They've been increasing the number of round trips us truck drivers need. This job ain't easy, I'll tell you that much. Das glaube ich dir. Das glaube ich auch im Real Life. Also viele reden das ja immer so klein mit, es soll nur hin und her fahren. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das ordentlich auf die Psyche geht und auch auf die Physis, so lange immer unterwegs zu sein. It's already been 4 months since I started helping here. Between waiting tables, washing dishes and making the beds, I just love making everything sparkle. Cause you know, a happy customer means a happy Shan-Shan. Oh mein Gott, ey, die ist echt Gold wert für den Laden. Mit diesem Mindset, das hast du heutzutage nicht mehr allzu oft. It's already been 4 months since I started helping here. Between waiting tables, das kennen wir. Cause you know, happy customer, Shan-Shan. Die ist so hübsch, ey. Ich liebe ihr Design, aber das habe ich schon mal gesagt, ne? Ihre Kleidung, ihre Friese, die Ohrringe, die Farben, irgendwie ist sie mega cute. Einer der schönsten NPCs für mich. Alright, it's perfect. We finally decided on a name for our store and what wares we'll be selling. We've also decided on a president. Was? Ihr seid ernsthaft schon Schritte weitergekommen? Ich glaub's ja nicht. Was lesen meine Augen hier? Are you ready? We're calling it Park and Roost Company and we'll be dealing in sundries. Die hätten sich auch PR nennen können und daraus irgendwie ein Wortspiel machen können. RP? Weiß ich nicht, aber PR? Naja. Cool, aber ich freue mich, dass sie hier Fortschritte erzielen. As of tomorrow, we'll be starting our new lives as merchants. We managed to meet the Business Owners Association's chairman in a sheer stroke of luck as he passed by here. We got him to introduce us to some suppliers. It's good to know that Ideals has not abandoned those who believe in her. Siehst du mal, hat sich all euer Hirnschmalz dann doch irgendwie rentiert. We managed to meet... Naja, dann hoffen wir mal, dass ihr mit euren Kalkulationen und eurer Planung alles richtig gemacht habt und dass das nicht ganz schnell wieder gegen die Wand fährt. I'm meeting up with the chairman of the Business Owners Association tomorrow. This is gonna be huge. I'm way too excited to sleep tonight. I'm meeting up with tonight. Okay. Ja, Daumen sind auf jeden Fall gedrückt. Also ernsthaft jetzt. Ich bin gespannt, ob in Chapter 5 sich der große Erfolg abzeichnet oder das Gegenteil. I don't run this store to please customers. Der ist so krass. Das komplette Gegenteil von Shan-Shan. I'm not really doing it for the money either. As long as we have a modest amount of both, it's fine. We're not exactly a popular establishment anyway. Nicht? Ich dachte, ihr habt hier voll das Standing in Crossbell. Oder schätzt ihr das nur falsch ein? Running a modest business is fine with me. I like it better when it's quiet anyway. Der ist so strange, der Typ. Weil der will eigentlich immer nur seine Ruhe haben. Ich glaube, der hat auch so leicht misanthropische Züge. Dann verstehe ich halt nicht, wie er in diesem Tätigkeitsumfeld hier glücklich werden kann. Aber gut, muss jeder für sich entscheiden. Shop. Nope. No money, no fun. Zumindest nicht beim Shoppen. Welcome to our humble little inn. The anniversary festival's over, so we're back to serving our regulars. Which is kind of a shame if you ask me. I'd like to find a way for us to really rake in the cash. Hat er das nicht beim letzten Mal auch schon gesagt? I'm a bit of a merchant myself, so it just feels like wasted potential for this place to not try for a bigger profit. With Crossbell had... Wish Crossbell had another big festival. That way we'd have tons of customers flooding in again. Ja, es kann ja auch keine Dauerpartystadt sein, also... Weiß ich nicht, kannst ja am Ballermann ziehen. Da ist ja, glaube ich, das ganze Jahr Action. Wobei, das ist auch nur saisonal, oder? Ich war da noch nie. Also ich war schon auf Mallorca, aber nie in diesem Ballermann-Bereich. Ich weiß gar nicht, ob da im Winter auch irgendwas abgeht. Ich weiß nicht mal, was wir da für Temperaturen im Winter haben, weil ich da selten in Urlaub fahre oder fliege. Oh, ach stimmt, der hatte eine Sidequest für uns, ich erinnere mich. Ich weiß sogar noch, was die Aufgabe war. Er wollte sich bei der Dame bedanken, die ihm mal geholfen hatte.
I'm begging you, Eidios. Please let me meet with that beautiful angel again. Ah ja, genau, weil er da rein interpretiert hat, dass das ein Zeichen von oben ist und dass die füreinander bestimmt sind. Sorry, ich musste kurz ein kleines Kaffeepäuschen machen. Beautiful Angel, genau, das haben wir gerade schon mal gelesen. Excuse me, are you Anton? Wir kennen uns doch, Leute. Yep, that's me. Who are you, though? We're with the Crossbell Police Department Special Support Section. We're here to consult with you about a support request. Oh, I've been waiting for you. There's something I want to ask for your help with right away. Will you hear me out? Yeah, we will. The request stated that you're trying to locate a woman, right? Yeah, I really need to find her so I can give her my thanks. She pulled me out of the darkness when no one else could. Care to elaborate? Sure, my best friend Ricky and I came here from LeBeau on vacation. To be honest, my life stinks. I figured visiting somewhere a little more exciting might help turn it around. Sure, fair enough. Nothing changed though. I still got slapped across the face by the cold, cruel reality of my life. To make matters worse, I managed to lose my wallet and all the money I brought for this trip along with it. Oh man, that really is unfortunate. Well, yeah, leave it to someone as dull and hopeless as myself to screw up that badly. I really am my own worst enemy, aren't I? Ricky already tried to help me find my wallet, but it was to no avail. I was thinking I had no other choice but to borrow some MEHR from him and limp back home to LeBeau. However, that was when it all began. Just when all hope was lost, that kind woman gave me the helping hand I needed. Man, I'm jealous. You don't find a girl like that every day. Ist das wie mit Perl? Ist das ein Girl oder ist das ein Girl? I don't know. Will ich nachgucken? Ich glaube, ich will nachgucken. Ja, es ist wie mit Perl das Pendant. Gal. Gal. Das wusstet ihr wahrscheinlich alles schon. Das ist ein blödes Wort, um das einmal abzuspielen, weil der Großteil damit wahrscheinlich vertraut ist. Aber sicher ist sicher. You don't find a girl like that every day. Seriously, it was all thanks to her efforts that I was able to get my wallet back in one piece. As you can imagine, I thought our meeting could only have been fated. When I was lost, trapped in an endless pit of darkness, she held out her hand and pulled me back into the light. She's nothing short of an angel. So to make an increasingly long story short, you want us to find this girl, right? Yes, that's exactly right. The problem is, I've been searching for her for the last 3 weeks, but I haven't found a single lead. I asked the Bracer Guild to help a poor guy out, but they turned me down. Ja, das überrascht mich nicht. Ich glaube, die haben gerade echt ein bisschen Wichtigeres zu tun, aber hier sind wir. Wir nehmen alles an. They claimed that it would be a low priority case since she isn't exactly missing. They had far more important work they needed to focus on. Ja, aber das kann man ja auch ein bisschen verstehen, Anton, oder? Hell, if this were LeBeau, I'd be able to get help with something as mundane as a drinking contest. If this were LeBeau, I'd be able to get help with something as... War das so in LeBeau? Ich weiß es nicht mehr, schon zu lange her. Ich frage mich gerade, ob der auf irgendwas anspielt, was man auch schon aus den Spielen kennt. Are you okay? I'm fine, just reopened an old wound. Anyway, moving along. Ricky heard about your team while he was out on the town, so he submitted a request for me. Your team's pretty much like the Bracer Guild, right? Ja, nur besser. Besser, sexier, intelligenter und verlässlicher. Come on, help a poor guy out. Well, sure, I suppose. I didn't know the SSS handled requests of this nature. Ja, eigentlich könnten wir das auch ablehnen, ne? Also eigentlich übernehmen wir jetzt hier gerade schon wieder nur die Reste von dem, was die Bracer Guild abgelehnt hat und verkaufen uns damit massiv unter Wert. Auch wenn ich Anton helfen will, aber es ist trotzdem die Wahrheit. Your work has a much wider scope than I thought it did. To be fair, something like this is quite rare. So, what's the plan, Lloyd? I do not know how I feel about the CPD involving themselves in other people's personal affairs. She makes a good point. Gotta be honest with you guys, I kinda wanna scope out this chick. What she look like anyway? Bet she's cute as heck, yeah?
Cute as heck doesn't even begin to describe her. I still have her burnt into my memory. She had a gentle aura about her that could calm even the most churlish of men. Her calm voice radiates an unbridled kindness. Oh mein Gott. Also wenn ich das Mädel wäre, ich würde rennen, wenn ich das hier mitbekommen würde. Die war wahrscheinlich eine ganz normale Frau, die einfach nur das Zeug abgeben wollte und den Typen hier schon längst wieder vergessen hat. Und ich weiß nicht, ob der nicht ein bisschen aufdringlich wäre, wenn er sie wieder sieht. Was macht er denn, wenn sie sagt, ja, nein, kein Interesse, gern geschehen, tschüss? And don't even get me started on her utterly adorable auburn pigtails. Aha. Huh? I can't help but shake the feeling that I know someone like that. Das ist von Estelle die Rede jetzt, oder was? Wegen den Pigtails? Da passt ja auch die ganze Beschreibung, wie er sie gerade beschrieben hat. Oh no. Also lass bloß Estelle in Ruhe, bitte. I agree, that sounds awfully familiar. I too seem to recall encountering someone of a similar description frequently. Well, he's clearly talking about our friend, ain't he? Oh. Oh, I think you're right. Warte mal kurz. Ich musste jetzt nochmal wegen Pigtails gucken, aber Pigtails sind einfach nur Zöpfe. Also es hätte theoretisch auch Estelle sein können, wobei ich glaube, für ihre Frise hat das vielleicht noch so einen anderen Namen. Keine Ahnung. Eigentlich hat Estelle die gleiche Frise wie Sailor Moon, oder? Aber, naja, egal. Aber die scheinen gefunden zu haben, nach wem sie suchen. Es sei denn, die irren sich. Kann ja auch sein. Oh, I think you're right. Wait a second, you guys know her? There's a strong chance we do. You said she had auburn... Ach so, wegen der Haarfarbe. Ich weiß gar nicht, was auburn ist. Warte mal, ich guck mal, ob ich das auch rauskriege. Also, das kann sein Kastanienbraun, Rostbraun, Kupferrot, Rostrot. Und ganz ehrlich, ich schließe Estelle immer noch nicht aus, als mögliche Heilsbringerin, nenne ich sie jetzt mal. Ich glaube, das würde auf einige hier in der Stadt zutreffen, oder? You said she had auburn-colored hair. Was it roughly the same color as mine? Yeah, it is. It totally is. No way, don't tell me either related to each other. Well, assuming we're not mistaken, then yes, I'm actually her older sister. Oh, thank you, sweet Idios. You hear that, Ricky? Fate strikes again. Sure, Anton, if that's what your heart believes, then maybe you're right. Though, you're kinda ignoring the possibility that she might not actually be the one. Excuse me, dear sister. What? Does she already have, you know, a romantic partner? Partner, wollte ich gerade sagen. Huh? Not that I've heard of. We don't live together, but she's never told me anything of the sort. I see. Anyway, I'd like to really show her my most heartfelt thanks before I head back to LaBelle. Would you do me the great honor of asking her to meet with me? Boah, ich weiß nicht, ob ich das meiner Schwester antun würde. Ich glaube, ich würde verneinen. Well, I suppose I don't mind. Are you okay with taking on this request, Lloyd? Ja, also jetzt, wo wir wissen, wo wir hin müssen und was wir zu tun haben, ja. Alright, we accept your request. Also ich hätte auch sonst ja genommen. Aber wie schon gesagt wurde, ne, es ist von der Priority eher low. Und wenn wir jetzt gar keinen Hint gehabt hätten, dann wären wir ja locker irgendwie den ganzen Tag damit beschäftigt, mit der Suche. Yes, thank you so much. Okay then, I'm counting on you guys. Please get her to promise to meet with me again. Now that it's settled, we should head over to the precinct? Keine Ahnung. And see if we can get a hold of her. I bet she's manning the reception desk right now. Good idea, I'll come along with you. A sincere favor started. Okay, cool. Ich habe jetzt keine Lust, Precinct nochmal nachzuschlagen. Mache ich, wenn das Wort das nächste Mal hier aufschlägt. What are the odds? I can't believe I ran into her sister of all people at my last stop. There's no mistaking it, Ricky. This is fate. Fate, I tell you. It's our destiny to be together. I'm so freaking happy I could die. Was ist, wenn sie nicht will? Warum lässt du diesen Gedanken nicht zu? Warum gehst du prinzipiell davon aus, dass jede, die du willst, auch dich will? Also irgendwas stimmt mit dem nicht.
Anton has a bad habit of leaving these kinds of things in the hands of fate. But if you ask me if they were really fated to be with each other, he would have already met her at the police station. Anton has a bad habit. Hast du ihm das mal gesagt? Davon will er wahrscheinlich nichts hören. Oder Ricky nimmt einfach Rücksicht auf seine Gefühle und hält sich da dezent zurück oder so. Keine Ahnung. Gut, aber war auf jeden Fall eine interessante Begegnung. Wird allerdings noch ein bisschen dauern, bis wir dort weiterkommen, denn jetzt steht erstmal der Downtown District auf der Agenda. So, hello, hello. Ist immer spannend, wenn man hier so auf dem Platz antrifft. Ich bin immer froh, wenn niemand von den Testaments oder von den Vipers hier rumkrauchelt. Das suggeriert nämlich ein bisschen Ruhe. I think that sister just went into Jingo's place. Now's our chance to hide. Jingo's place ist doch Nein Valley, oder? I think that sister just went into Jingo's. Vielleicht kommen wir da jetzt in den Keller oder so. You know, Jingo hasn't shown up for any of the sister's lessons. It sure must be hard on the sister to deal with her. You know, Jingo hasn't shown up. Hoffentlich ist ihr nichts passiert. Ich meine, das kann ja viele Gründe haben. Those delinquent boys have been acting so peculiar lately. I have no idea what's gotten into them, though. These old ears can hardly pick up a thing. Ist vielleicht manchmal auch besser so. Those boys in the red tracksuits have been behaving strangely. What has them acting up? Those boys in the red tracksuits? Meint sie damit die Saber Vipers oder jemand ganz anderen? Keine Ahnung. Wir gucken mal erstmal, wen wir hier antreffen. Ich hoffe ja immer, dass wir Rishia hier sehen. Und ich hoffe auch immer auf der obersten Etage, dass wir vielleicht in das Zimmer mit dem trinkenden Typen mal reinkommen. I won't be able to talk to my neighbor Michaud today, cause he's heading to St. Ursula for a checkup. He's been studying his butt off, so I imagine the strain isn't doing wonders for his health. Yeah, I just recently became closely acquainted with Michaud. I'm pretty worried about him. What if he'll ruin his health? Also, es würde mich nicht überraschen, weil der hat immer gelernt wie ein Blöder. Egal ob Festival war oder sonst was, er hatte auch nie ein anderes Thema. Ich glaube, der ist so ein 24/7 Buckeltier und ja, jetzt bezahlt er dafür vielleicht mit seiner Gesundheit. Hey, Tanz. The local hooligans seem to have been behaving themselves the past month or so. There's hardly any uproars, brawls, or petty squabbles breaking out on the streets these days. Some much-needed quiet, if I might add. That being said, I've heard rumors that suggest they're up to something more sinister than simple street brawls. Hoffentlich nicht. You lads and lasses better be careful walking through the downtown district. The local hooligans seem to have settled down quite a bit these days. Have they finally let bygones be bygones? Auch wieder so ein komisches Wort. Keine Ahnung, habe jetzt keinen Bock dafür, nochmal einen Cut hier reinzusetzen. 1-2 Mal pro Part ist okay, aber man muss auch nicht übertreiben. Er hat auf jeden Fall genau das angesprochen, was mir auch aufgefallen ist, als wir hier angekommen sind, nämlich, dass es so ruhig war. Und ganz ehrlich, vor denen habe ich gerade die geringste Sorge. Also ich glaube, das sind echt die harmlosesten Kriminellen, mit denen wir hier gerade zu tun haben. Ich glaube, das ganze Thema rund um Revanche, das sollte uns ein bisschen mehr Sorgen machen. Hey, did you guys see Rishia leave earlier? She gave me a nice pat on the head, like she always does. She always makes me so happy. Das ist schön. Die macht scheinbar irgendwie alle Leute glücklich, mit denen sie zusammen ist. Solange sie als Rishia unterwegs ist und nicht als Yin. Da gibt es einen meilenweiten Unterschied. Ey, die Sprachfehler heute wieder. Herrlich. Nicht. They've halted construction for the duration of the diet sessions. They're waiting to see if their budget is approved before resuming progress. My husband's been spending so much time at the construction site that I hardly ever see him. It doesn't sound like they've gotten much work done at the construction site lately. If that's the case, why don't they just give him some time off? Das musst du ihn fragen. Er wird die Antwort bestimmt parat haben, denn das wird er sicherlich auch schon diskutiert haben mit seinen Kollegen. I don't know, was da passiert. The door is shut tight. A voice can be heard inside. Okay. Schlafen, rülpsen,
Schnarchen, besoffen sein. What who the hell stole my drink? It's gone and I didn't even get to drink any of it yet. Also am Anfang fand ich das echt noch ein bisschen lustig, aber ich glaube, der Typ hat echt ein Problem. Hey you, ain't gonna let you off the hook so easily next time. Kommt da noch ein neuer Text? Nee. Ey, ob das aufgeschlüsselt wird? Ich will wissen, wer dahinter ist. Ich hoffe, dass in Chapter 5 dieser Typ irgendwie Teil der Hauptstory sein wird. Oder zumindest im Rahmen einer Sidequest, dass wir dem da begegnen und da mal rein können. Und gucken, wer er ist, wie er heißt und was eigentlich der Hintergrund seiner Saufgeschichte ist. So, okay. Also hier ist auf jeden Fall Besuch, den wir sonst so nicht gesehen haben. Aber Jingo ist doch da noch, oder? Hieß es nicht, dass sie irgendwie weg sei oder so? Goddess almighty, lady. How many times do I have to say it before you get it through your head? Jingo, you can at least do simple math, can't you? Let's give it a test. One rifle from the Reinford Company sells for 15,000 MEHR. Last week we sold 40 rifles. What were our total sales? 600,000 MEHR. Wow, das ging schnell. Perfect, see, she's got it covered. Aber vielleicht ist das auch voll einstudiert. It isn't perfect at all. How is this in any way appropriate? Okay. Hier prallen auf jeden Fall zwei Welten aufeinander. The sister from the cathedral has been constantly pestering us. Goddess, what an annoying woman. I ought to just cut out her tongue already. Na. Wollen wir nicht brutal werden hier. Die meint's, glaube ich, nur gut, oder? Oder was ist dein Ziel, Hatina? I'd like for Jingo to participate in Sunday school like all the other kids, but I'm always turned away. I can only pray that I'm able to make Ashley understand. Also ich bin definitiv Team Hatina in diesem Disput. Teaching the children of the downtown district is never as straightforward as you'd hope. Ich weiß nicht, ob ich das genauso bewerten würde, wenn sie in einem weniger zwielichtigen Laden arbeiten würde, aber ich finde das Umfeld hier schon ein bisschen bedenklich. Und ja, Jingo ist vielleicht ein bisschen weiter, was ihre Mathematik-Skills angeht, aber es geht ja auch so ein bisschen um sozialen Austausch mit Gleichaltrigen und so. Das bleibt ja komplett auf der Strecke, wenn man sie da rauszieht. Ignore that noisy ass sister and buy something, will ya? Ma's a total cakewalk for a smarty like myself. Aber schwänzt sie jetzt nur Mathe oder schwänzt sie die Schule insgesamt? Also, nicht, dass ich jetzt das so ganz hart differenzieren wollen würde, aber wenn sie zu den anderen Fächern noch hingeht, wäre es in meinen Augen weniger schlimm. Aber Gott sei Dank müssen wir uns hier nicht einmischen, das machen die mal schön unter sich aus. So, was gibt's Neues in Trinity? Diesem wunderschönen Ort, den ich immer noch ultra gern habe. Und ich kann nicht ausblenden, dass ich dadurch halt auch die Gruppierung hier automatisch ein bisschen mehr mag, aber ich finde das hier echt alles so stilvoll und gemütlich. So, something about that blue-haired ruffian feels off to me. Welcher blue-haired ruffian? If I remember correctly, he was that little twerp who used to guard the entrance. Meinst du Dino? Dino von den Vipers? Der hatte blaue Haare, glaube ich. That blue-haired ruffian has been provoking us more often. Not only that, but his whole demeanor has changed. I remember him being way more wimpy before. Ich weiß nicht. Also wenn ihr mir keine Namen nennt, dann tappe ich immer so ein bisschen im Dunkeln. We got into a little spat with the Vipers in the middle of the street yesterday. Those guys never change. They don't have a single shred of integrity. It just makes me want to beat them even harder. Damn those Vipers. Does their audacity know no bounds? Boah, ey, ich kann da echt immer nur den Kopf schütteln, wie man sich den ganzen Tag nur damit befassen kann. Warum gehen die nicht einfach nach Hause, gehen ihren Hobbys nach und befassen sich mit den schönen Dingen des Lebens? Also, es könnte alles so einfach sein, aber nein. Business in Crossbell appears to be booming these days. Day after day, all I hear about is how yet another company is expanding. The downtown district is as desolate as ever, though. The downtown district refuses to change. That's precisely why I like it here.
Weiß ich nicht, ob das alle hiesigen Anwohner so sehen, aber ich verstehe beide Seiten irgendwie. Hey, Wazy. Well, if it isn't my SSS friends, are you working right now? Yeah, just taking care of a few things. Any changes in the downtown district? I suppose the testaments are the same as usual. But enough about that. I see a new face among your ranks. Is she from the CGF? Ich finde es irgendwie ein bisschen unhöflich, dass wir so abgewatscht werden mit unserer Frage, aber vielleicht hat er wirklich nicht mehr zu erzählen. Yeah, circumstances led us working together, so she's with us for the time being. My name's Noel Seeker. Are you an acquaintance of the SSS? It's a pleasure to meet you. Wow. I could tell her to loosen up, but I bet it would be way more fun to mess with her. Don't you guys think so too? Was? Excuse me? Ja, das wäre auch meine Reaktion. Honestly, Wazy. Oh, come on, manners are wasted on a bad boy like myself. I'd rather hear a girl like her yell at me until she's red in the face. Don't get me wrong, though. I'm no masochist. Ich bin mir nicht sicher. Now, you listen here. I gave you the most forthright greeting I could, so why are you returning the favor by making fun of me? Furthermore, what's with your wardrobe? Dress more like someone your age. Jetzt hat sie es ihm aber gegeben. Ich glaube, da kann er nur lächeln. Yep, that's definitely more like it. Uh-oh. Okay, ich glaube, die beiden werden keine Freunde mehr. Bringing someone as straight-laced as the Sergeant Major here might have been a mistake. I wouldn't say that. They seem to be getting along just fine. Ja, man muss sagen, viele Freundschaften fangen ja auf diese Art und Weise an. Das ist bei mir zumindest so in der Vergangenheit gewesen. Fast alle Leute aus meinem engeren Freundeskreis, da war es am Anfang eher schwierig. Das war keine Liebe, in Anführungsstrichen, auf den ersten Blick, sondern das hat es auch erstmal geknallt, bevor man zueinander gefunden hat, sage ich mal. Hold on a second, I don't think a minor should be drinking, let alone in the middle of the day. Ma'am, this is juice. Stimmt das? There's no way he isn't doing it intentionally. Der hat sie auf jeden Fall gefressen. Hold on a second, I don't think... Achso, das kennen wir schon. Das könnte noch lustig werden. Kann das bitte weitergehen mit den Zweien oder war das die erste und letzte Begegnung? I don't know. Will you be placing an order? It's always so difficult to strike up a conversation with this guy. Naja, wenn er nichts zu erzählen hat... Weiß ich nicht. Ich glaube, wenn ich ein NPC wäre, würde Lloyd genau das Gleiche zu mir sagen. Ja, weil ich auch so, wenn mich irgendwie random Leute einfach ansprechen, dann kann ich da auch nicht so aus dem Stegreif ein Gespräch führen. Es sei denn, ich konzentriere mich ganz doll und gehe in den Fake-Modus, so wie das manchmal auf Arbeit der Fall ist. Wazy usually works 2 or 3 nights a week. Apparently he earns a sizable income from his nighttime job. Wazy earns a sizable income. Can't say I'm surprised, though. Ja, Tito. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass er noch weitere Einkommensströme hat, von denen wir nicht wissen. Also der ist auf jeden Fall umtriebig. Aber ich finde, dass Wazy auch einer der interessantesten NPCs hier im Spiel ist. Das wäre eigentlich auch mal ein interessantes Ranking-Thema, so bezogen auf jedes Trades-Spiel eigentlich, weil du überall interessante NPCs hast, die immer irgendwie für Aufregung und Spannung sorgen, wenn sie auf der Bildfläche erscheinen. Oh, guck mal, da sind unsere Bracer-Freunde. Na, ihr zwei? Hier tummelt ihr euch also. Might be a good idea to bring my Enigma here the next time it breaks too. Might be a good idea. Ja, gibt wahrscheinlich schlechtere Optionen. Yep, it's as good as new. This place never fails to get the job done. Oh, hey Scott, do you come here regularly? Well, this store gives off the impression that it's an illegally run business. Ja, so wie alles hier in Downtown. No need to be like that. You guys come here often too, right? Ich wollte gerade sagen, also Ellies Reaktion hat gerade gar keinen Sinn ergeben, weil auch wir seine Dienste hier schon in Anspruch genommen haben. Also was soll das? A bracer has to take advantage of everything at their disposal, or we'd have trouble making it in Crossbell.
So is it. I dropped off my rifle for repairs the other day, so I just came back to pick it up. Needed some tuning up considering the recent uptick of powerful monsters around Crossbell. Remember guys, you can never be too prepared. Das wissen wir eigentlich. Pick it up, too prepared. Okay, das kennen wir schon. Außerdem der Guillaume, der ist doch gar nicht der Ultrakriminelle, oder? Oder hat er auch Dreck am Stecken? Ich hätte noch gesagt, dass der hier eigentlich die ehrlichste Haut ist, aber vielleicht habe ich mich auch nur blenden lassen. I was running out of interesting ways to spruce up weapons, so figured I'd consult with my old friends Roberts. Started by drafting up some nifty blueprints. There's still some room for improvement, but hey, something's still better than nothing. Give me a shout if you want to give it a whirl. Old Roberts down at the Epstein Foundation was a buddy of mine back when I used to work there. Back in the day, all the brightest youngsters would flock over to the Epstein Foundation to study orbit technology and engineering. Of course, old Roberts and I were among those youngsters. Die sind also befreundet. Also, er meint ja den Roberts, den Chef von Tio, ne? Ey, ich hab's heute echt nicht so mit Namen. Aber ja, gut zu wissen, dass sie auch miteinander verbandelt sind. Vielleicht wussten wir das auch vorher schon. Ich hatte es jedenfalls nicht auf dem Schirm. So, hier wird es jetzt interessant. Man braucht jetzt schon echt viele U-Materials, leider, um hier besser zu werden. Aber ich würde, auch wenn wir danach ziemlich pleite sind, das gerne tun. Und zwar für meine beiden Angreifer. Ich müsste dann aber... Hey, warte mal. Take Prisoners war jetzt die erste. Achso, ich muss die wieder einmal ablegen. Auch das vergesse ich immer ganz gerne. Dann nehme ich ihm das ab und ihm das. Und dann werden wir die beiden jetzt einmal verbessern. So. Made Swordbreaker. Tonfast that can break a criminal's weapon. Na, hoffentlich. Und dann haben wir den Ogre Crusher. Resembles a hammer modified to give a strong impact. Yes. Go for it. Ich würde auch noch das restliche Geld investieren, wenn wir die nötigen U-Materials dafür hätten. Aber das sieht eher nicht so aus aktuell. Okay. Jetzt habe ich natürlich den Vorher-Nachher-Vergleich nicht. Das ist immer so ein bisschen blöd daran, dass man das ablegen muss. Aber es wird hoffentlich besser sein. Und hier haben wir sogar noch eine Feint-Option dran. Finde ich auf jeden Fall hilfreich. Gut, ihr Lieben, dann werden wir beim nächsten Mal hier im Downtown District weitermachen, uns dann zu den restlichen Districts vor- und durcharbeiten, weitere coole Gespräche führen. Ich bedanke mich aber für heute erstmal fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!